Heute schaue ich mir den Gravity MS Cap CL01 mal näher an. Als Freund von minimalen Setups und wenig Gerödel bin ich immer bemüht, die Anzahl der Mikrofonstative klein zu halten, denn ein Proberaum oder Studio ist schnell gefüllt. Da kommt mir die Halterung von Gravity gerade recht, denn sie ist speziell dafür ausgelegt, am Gitarrenkabinett montiert zu werden und benötigt so besonders wenig Platz. Ob sie aber wortwörtlich hält, was sie verspricht, will ich jetzt mit dir herausfinden und habe auch schon einen etwas unkonventionellen Test ersonnen. Die Spannung steigt. Das Gravity MS Cap CL01 hat zwar einen etwas sperrigen Namen, fällt dafür aber angenehm klein und leicht aus. Nimmt man es in die Hand, merkt man gleich, dass es offensichtlich super gefertigt ist und aus Metall und Gummi besteht. Soweit schon mal gut. Den Arm gibt es in zwei Ausführungen, für Gitarrenboxen mit einer Tiefe von 20 bis 30 cm und von 30 bis 40 cm. Willst du ihn dir nochmal näher anschauen und Meinungen von anderen Usern lesen, findest du in der Beschreibung natürlich einen Affiliate-Link. Innen ist eine Feder verbaut, die permanent Druck auf den Arm ausübt und auch eine gute Spannkraft zu haben scheint. Ein bisschen mehr wäre aber auch nicht schlecht gewesen, doch dann bräuchte man wiederum etwas mehr Power, um sie auseinanderzuziehen. Irgendwas mit Schrauben hätte es vielleicht auch getan, denn die sind bei dieser Halterung von Lauf und Grip her wirklich super. Der Mikrofonhalter selber ist abnehm und auch drehbar, sodass man den Gravity MS Cap sowohl links als auch rechts an der Gitarrenbox anbringen kann und hat einen 3/8 Zoll Gewindeanschluss für Standard-Mikrofonklemmen. Durchdacht ist auch die Tatsache, dass die Arretierung, die an der Kante der Box Spannung aufbaut, zum einen nicht im Weg ist und zum anderen so verstellt werden kann, dass sie an verschiedene Gehäusedicken angepasst werden kann. Das Anbringen ist easy und schnell gemacht, aber es ist darauf zu achten, dass alle Gummis immer komplett am Cabinet sitzen, denn sonst bummelt der Arm gerne mal in der Gegend rum. Das komplette Konzept der Halterung ist eben darauf ausgelegt, dass immer zu Spannung da ist und alles straff sitzt. Das Anbringen eines einfachen SM57 war relativ unproblematisch. Sobald es dann aber etwas größer wird, klappt das leider nicht mehr so gut. Aber dafür ist der Arm auch einfach nicht gedacht. Wichtig ist natürlich auch die Frage, ob der Arm Eigenschwingungen vom Gehäuse überträgt. Doch selbst bei einer 112er Box konnte ich das bei Aufnahmen nicht wahrnehmen. Das kann sich aber natürlich bei einer Riesenbox mit unendlich Lautstärke ändern. Um das herauszufinden, teste ich jetzt nochmal eine Extremsituation, wie sie wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders gewesen ist. Hörst du den Unterschied? Klar, es gibt auch andere Lösungen, wie normale Stative oder Schwanenhälse, aber mal ehrlich, wer mag schon Schwanenhälse? Und außerdem ist der Gravity MS Cap optisch wesentlich eleganter. Als Fazit würde ich sagen, dass er richtig angebracht genau das tut, was ich von ihm erwartet hatte. Allerdings doch lieber im Studio, denn beim Live-Kick, denn dort kann es auch schon mal etwas rauer zugehen. Jemand läuft in der Umbaupause dagegen oder der Mischer hat's nicht gesehen, dass das Mic nicht mehr richtig sitzt und schon gibt es Gemecker. Die Unauffälligkeit ist zum einen der große Pluspunkt, doch wie gesagt, live könnte man es auch gerade deshalb leicht übersehen, dass das Mic nicht mehr an seinem Platz ist und der Mix ist dahin. Für Studio und Proberaum jedoch eine gute Alternative, um Platz zu sparen und um praktisch und optisch noch etwas zu optimieren. Das war's mit meiner Meinung zum Gravity MS Cap CL01. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich natürlich über Likes und Kommentare. Und ist Recording und Musikequipment dein Ding? Lass ein Abo da, um auch in Zukunft keinen neuen Upload mehr zu verpassen.